Sinologie bedeutet für mich, tief in die chinesische Kultur und Sprache einzutauchen und mich auf den Berufseinstieg mit China-Bezug vorzubereiten. Für mich bedeutet Sinologie ein nicht endendes intellektuelles Abenteuer. Sinologie bedeutet für mich, sowohl die Sprache als auch Kulturhintergründe zu vermitteln. Wenn man Sinologie hier studiert, muss man eigentlich keine Vorkenntnisse haben. Alles, was man lernt, wird einem dann neu beigebracht, ob es jetzt die Landeskunde ist, ob es Politik ist, ob es wirklich die Sprache ist. Man fängt da von null an und arbeitet sich dann langsam in der Intensität hoch. So, schlagen Sie bitte Ihre Bücher auf Seite 248. In der 4. Zeile steht nach dem Komma, 我可能是感冒了. Am Anfang ist natürlich sicherlich die erste Hürde, überhaupt ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, in die Sprache reinzukommen, dass man ja überhaupt erstmal diese Feinhörigkeit bekommt, die Töne rauszuhören, zu verstehen, wie Schriftzeichen aufgebaut sind. Aber das ist andererseits eben auch das Spannende daran. Dieses Verb plus Icha, das heißt eine Handlung für kurze Dauer. Der normale chinesische Unterricht sieht so aus, dass wir nicht nur die Aussprache, Grammatik, Schriftzeichen vermitteln, sondern auch Hintergrund. Wir erklären bei einem sprachlichen Phänomen auch Kultur. Im Zentrum des ganzen BA-Studiums steht natürlich in allererster Linie das Erlernen der Sprache. Das begleitet das ganze BA-Studium durch. Ein zweiter Grundsatz ist der, dass wir der Haltung verpflichtet sind, man sollte sich dieser Kultur vor allem nähern über das moderne China, Politik, Gesellschaft, Kultur. Auf der anderen Seite ist unser Masterstudiengang dezidiert dem älteren China gewidmet. Es ist deswegen dem älteren China gewidmet, weil wir überzeugt sind, dass das im Diskurs der Moderne wichtig ist. Die Atmosphäre am Institut ist wirklich sehr angenehm und sehr schön, finde ich. Also von Anfang an habe ich mich da schon sehr wohl gefühlt, denn es ist eher so, dass wirklich man die anderen sehr schnell kennenlernt, auch aus anderen Jahrgängen, auch sich mit den Dozenten gut unterhält. Ich finde es sehr toll zum Beispiel, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, sich in einem Gemeinschaftsraum zu treffen, dass man sich einfach mal zusammen hinsetzt zwischen den Stunden. So lernt man dann sehr schnell Leute kennen. Ich war im Bachelor zum Beispiel an einer anderen Uni. Und da, als ich dann im Vergleich zu dem nach Münster gekommen bin, habe ich wirklich gedacht, Mensch, das ist klasse hier, weil man wirklich sehr eng betreut wird. Im Studium hier ist es uns freigestellt, ob wir ins Ausland gehen wollen oder nicht. Es wird einem aber sehr empfohlen, einfach weil es die Sprachkenntnisse nochmal super stark unterstützt, wenn man wirklich vor Ort ist. Man kann sich das auch anrechnen lassen. Es gibt später im höheren Fachsemester eine Wahlmöglichkeit, wo man entweder ins Ausland gehen kann für ein paar Monate oder man macht ein Praktikum mit China-Bezug. Man kann sich das beides anrechnen lassen, aber wenn man wirklich sich für die Sprache interessiert, denke ich, ist es schon sehr sinnvoll, ins Ausland zu gehen. Das Schöne an dem Studium ist, dass man danach auch noch sehr viele Möglichkeiten hat, also nicht nur nach dem Bachelor, sondern auch nach dem Master, in welche Richtung man geht. Ich glaube, man kann sich natürlich schon während des Studiums dann sehr gut spezialisieren. Gerade während des Masters hat man dazu dann eben auch zum Beispiel über das Praktikum die Möglichkeit. Im Bachelor finde ich auch sehr toll, dass man dann ja beispielsweise noch ein zweites Fach studieren kann. Da kann man dann auch schon ein bisschen quasi die Weichen stellen. Wenn man beispielsweise schon die Idee hat, dass man in einem Museum arbeiten möchte, könnte man sich vielleicht dann auf Kunstgeschichte spezialisieren. Wenn man später in einer großen Firma arbeiten möchte, die China-Bezug hat, dann könnte man noch Wirtschaft dazu nehmen. Aber es bleibt trotzdem sehr offen, denn ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel wirklich an der Uni bleiben, dann in die Richtung gehen, dass man vielleicht Dozent, Dozentin wird. Man kann auch dann als Sprachlehrer arbeiten, dann vielleicht auch tatsächlich nach China gehen dafür.
Andererseits kann man aber auch dann in die Richtung gehen, dass man zum Beispiel ins Auswärtige Amt geht, da in den höheren Dienst. Das finde ich zum Beispiel auch eine ganz spannende Möglichkeit. Das ist, glaube ich, dann weniger Leuten bewusst, aber ja, da wird auch diese Sprachkompetenz, die kulturelle Kompetenz gesucht, die wir hier im Studium vermittelt bekommen.